Im Rahmen unserer Videoserie zur gesunden Verdauung geht es heute um das Thema Leaky Gut Syndrom. Das kommt aus dem Englischen. Leaky heißt Leckage, Gut ist der Darm und Syndrom alles, was damit zusammenhängt. So ein Leaky Gut Syndrom ist eine Durchlässigkeit des Darms für Dinge, die eigentlich im Darm bleiben sollten. Ein Messparameter dafür ist zum Beispiel das Alpha-1-Antitrypsin. Das wird in der Leber gebildet und hat im Darm nichts zu suchen. Das ist mitunter verbunden mit einem Entzündungswert, dem Calprotectin, und es ist verbunden mit einem anderen Parameter für das Leaky Gut Syndrom, dem Zonulin. Wenn man diese beiden Dinge oder diese drei Dinge miteinander bestimmt, dann weiß man schon relativ genau, ob der Patient zurzeit ein solches Durchlässigkeitssyndrom hat oder nicht. Das sind aber alles Relativwerte. Relativ bedeutet als Menge pro Gramm Stuhl. Und wenn Sie also Stuhl mit viel Flüssigkeit haben und sehr viel Stuhlmasse haben, dann haben Sie eben einen Verdünnungsfaktor. Und wenn Sie relativ harten Stuhl liefern, dann haben Sie einen Konzentrationsfaktor. Also muss man sich bei der ganzen Geschichte auch immer anschauen, wie Ihr Stuhl aufgebaut ist. Würde man sich nur auf diese drei Werte beschränken, könnte man diese Frage nicht beantworten. Und daher macht es schon wieder Sinn, das Untersuchungsfeld eine Idee weiter zu fassen. Um herauszufinden, warum so ein Durchlässigkeitssyndrom entsteht, bedarf es unter Umständen auch der Fragestellung nach der Verdauungsfähigkeit. Also wie arbeitet Ihre Bauchspeicheldrüse exokrin? Wie können Sie überhaupt das, was Sie da essen, aufschlüsseln? Zusätzlich geht es darum, wie Sie sich zum Beispiel oder wann Sie etwas essen. Wenn Sie eine Entzündung haben, weil Sie eine Infektion des Darms haben und Mutti sagt, Kind isst doch was, dann haben Sie sicherlich ein Durchlässigkeitssyndrom, weil der Darm entzündet ist und das, was Sie essen, kann dann sozusagen die Blutbahn erreichen und kann dort zu einer immunologischen Gegenreaktion führen. Das Gleiche passiert, wenn Sie zum Beispiel Sport machen. Wenn Sie also rennen und Ihren ganzen Sauerstoffverbrauch in die Muskeln verteilen und da sozusagen im Rest des Körpers sparen, dann kann es passieren, dass Sie also beim Darm sparen. Wenn Sie 400 Meter Lauf machen und anschließend fast Durchfall haben, dann haben Sie mit Sicherheit im Darm gespart und dann haben Sie mit Sicherheit in diesem Moment auch ein Durchlässigkeitssyndrom. Und wenn Sie dann irgendetwas essen, was eine allergene Potenz hat, also irgendwas anderes als Wasser und Elektrolyte, dann können Sie darauf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bekommen. Und das ist etwas, was man bei Leistungssportlern mitunter sieht, die also meinen, sie müssten zu bestimmten Zeiten irgendetwas essen, in einem Zeitfenster, wo sie durchaus in der maximalen Energieanforderung sind, das, was wir mitochondrial ja auch schon mal besprochen haben, und dadurch dann sich über die Zeit Nahrungsmittelunverträglichkeiten anessen und damit irgendwann nicht mehr in der Lage sind, die Leistung, die sie einmal in der Lage waren zu erbringen, erneut abrufen zu können. Wie kriege ich so ein Leaky Gut Syndrom wieder hin? Ich muss natürlich gucken, was sind die Auslöser, die immer wieder Stress im Immunsystem machen. Ich muss mir das Mikrobiom anschauen. Ich muss mir anschauen, was ist mit Glutamin, was ist mit Zink, was ist mit Cystein. Ich muss mir anschauen, wie viele Faserstoffe sind überhaupt da. Also ist denn die Darmflora in der Lage, genügend kurzkettige Fettsäuren zu bauen? Sie wissen vielleicht noch, dass die Essigsäure für die Darmaktivität da ist, dass die daraus gebaute Propionsäure die Antientzündlichkeit bestimmt und dass wir im Grunde genommen mit der Buttersäure die Darmschleimhaut ernähren. Und wenn davon zu wenig da ist und wenn wir nicht genügend Faserstoffe haben, mit der Müllmann der Darmschleimhaut auch alten Schleim abräumt und abtransportieren kann, auch Gifte abtransportieren kann, dann leidet die Darmschleimhaut. Und dann kann sie sich nicht vernünftig regenerieren und dann sind sie sozusagen immer durchlässigkeitsgefährdet. Dann muss man sich das sekretorische Immunglobulin A angucken. Das sind Ihre Grenzschutzbeamten auf dieser Darmfläche. Die müssen im Darm gebildet werden, die müssen auch bezahlt werden, nämlich von diesen kurzkettigen Fettsäuren. Und wenn Sie nicht genügend Grenzschutzbeamte haben, dann können Sie auch die Löcher im Zaun nicht abdecken. Dann haben Sie ein Schengen-Abkommen ohne Durchsetzungsvermögen. Und das führt dazu, dass Sie im Grunde genommen Einwanderungen bekommen, oder in diesem Fall Auswanderungen, die dazu führen, dass Sachen in die Blutbahn wandern, die da nicht hingehören und die führen dazu, dass sich Ihr Immunsystem dauerhaft mit so etwas beschäftigen muss und damit kann die Pufferkapazität Ihres Stoßdämpfers so weit sein, dass der nächste Huckel gespürt wird und Sie ein Symptom haben. Dann wird es von subklinisch zu klinisch.
Andere Dinge, die so ähnlich sind wie Histaminfreisetzung zum Beispiel, können das Ganze natürlich potenzieren. Biogene Amine können das potenzieren. Fehlverdauung mit Skatolen, Indolen, Fuselalkoholen können das verschlimmern. Also das Feld ist weit. Das ist nicht mal eben so erklärt. Aber Sie haben jetzt wenigstens eine Ahnung davon, wovon wir hier eigentlich reden, wenn es um ein Leaky Gut Syndrom geht.